It pains me in my heart to say that the United States corporation can be classified as a rogue nation. Es schmerzt mich sehr zu sagen, dass die USA als skrupelloser Staat bezeichnet werden muss. It is a Leviathan completely out of control that does what it wants, when it wants, despite the wishes of its citizens. Es ist ein völlig außer Kontrolle geratenes Ungeheuer, das tut, was es will, wann immer es will und das dem Willen seiner Bürger trotzt. Inside my homeland, the rights of the citizens are increasingly eroded. In meinem Heimatland werden die Rechte der Bürger zunehmend ausgehöhlt. Even children are being imprisoned under the unconstitutional Patriot Act. Sogar Kinder werden nach dem verfassungswidrigen Patriot-Akt inhaftiert. The police have become increasingly militarized, which has led to the deaths of hundreds of otherwise law-abiding citizens. Die Polizei wurde militarisiert, was zu Hunderten von Toten von ansonsten gesetzestreuen Bürgern geführt hat. The final straw came when U.S. Incorporated voted to pass the first of its obscene taxpayer giveaways to the very corporation that got us into these wars and the economic mess in the first place. Die letzten Tropfen war der Beschluss für die schamlose Verwendung von Steuergeldern für gerade die Firmen, die uns diese Kriege und die ökonomische Krise geführt haben. After those events transpired, I knew that we as individuals cannot just sit around anymore and allow these treasonous acts to continue. Als klar wurde, was da passierte, wusste ich, dass wir nicht mehr einfach herumsitzen und diese Ungeheuerlichkeiten so weiterlaufen lassen können. This push for asylum is as political as it is a personal choice, for it is by this bold action and similar ones in Canada that could help provide a home for tens of thousands of war resistors living underground around the world, shed more light on the people that we have abused this past decade, and eventually bring the American war machine to its knees. Der Antrag auf Asyl ist eine politische und eine persönliche Entscheidung. Dies und ähnliche Aktionen in Kanada können hoffentlich dazu beitragen, dass Zehntausende von Verweigern in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden, die auf der ganzen Welt im Untergrund leben und die im letzten Jahrzehnt missbraucht wurden. Vielleicht trägt es auch dazu bei, dass die US-Militärmaschinerie in die Knie gezwungen wird. I have been motivated not just by what I have seen and read about, but I have also met several Iraqis who also applied for asylum here in Germany. Meine Motivation rührt nicht nur von dem, was ich gelesen habe. Ich traf auch einige Irakis, die wie ich Asyl beantragt haben. Their stories are heart-wrenching, to say the least, and are a living testimony to the atrocities that have been committed to an otherwise peaceful people. Ihre Geschichten zerreißen das Herz. Es sind Augenzeugenberichte über Grausamkeiten begangen an friedlichen Menschen. I feel that it is now my duty to help wherever I can those that deserve our compassion instead of our bombs. Ich fühle, dass es jetzt meine Pflicht ist, ihnen zu helfen, wo immer ich kann. Sie haben unser Mitleid verdient anstatt Bomben. Whether we are successful or not depends on our determination to win and the unwavering support of everyone, not just veterans, soldiers, and activists. Ob wir erfolgreich sein werden oder nicht, hängt von unserer Entschlossenheit ab und der beharrlichen Unterstützung von jedem und jeder, nicht nur den Veteranen, Soldaten und Aktivisten. This conflict affects all of us. It does not matter if you're German, American, Iraqi, or Afghani. Dieser Konflikt betrifft uns alle, ob sie nun Amerikaner, Deutscher, Iraker oder Afghanen sind. The effects of the tyranny can be felt in all levels of every society across the globe. Die Folgen der Tyrannei sind überall in allen Gesellschaften zu spüren. Our actions have not only destroyed people's lives abroad, but they have also put a strain on our economies, put our sons and daughters into harm's way, and have put us on a collision course for another major war. Unsere Aktionen haben nicht nur das Leben außerhalb unseres Landes zerstört, sie haben auch unsere Wirtschaft belastet und unseren Söhnen und Töchtern geschadet und setzen uns der Gefahr eines weiteren Weltkrieges aus. I am here to tell you, my friends, that it does not have to be this way. Und ich bin hier, um euch heute zu sagen, dass es einen anderen Weg gibt. Every single one of us has a stake in what happens in the coming months. Jede und jeder von uns hat einen Anteil daran, was in den kommenden Monaten passiert. Here in Germany, the people can put pressure on the government to force the U.S. to follow the German Constitution by ceasing their military operations from German soil, as well as petitioning for asylum for war resistors.
Hier in Deutschland kann Druck auf die Regierung ausgeübt werden, der eigenen Verfassung nachzukommen und die USA dazu zu zwingen, ihre militärischen Operationen von Deutschland aus einzustellen und damit Verweigerer Asyl erhalten. The Americans can also use their influence on their elected officials to get the American government to change the error of their ways and by putting serious pressure on the elected officials in Washington. Die Amerikaner können ihren Einfluss geltend machen, damit die von ihnen gewählte US-Regierung ihren Weg ändert. We must realize that the money saved from stopping these unholy wars is more than enough to save our economies from disaster, as well as helping the people that these governments have wronged. Das Geld, das sich durch die Beendigung des Krieges einsparen lässt, ist mehr als genug, um unsere Wirtschaft vor dem Ruin zu bewahren und auch den Menschen zu helfen, denen diese Regierung Unrecht getan hat. When we are successful, only then can everyone return to a period of peace and prosperity. Erst wenn wir erfolgreich sind, kann jeder zu Frieden und Wohlstand zurückkehren. We cannot trust the politicians to save us. Wir können uns nicht auf die Politiker verlassen, uns zu retten. The administration of George Bush II was replaced by that of Barack Obama on the 22nd of January this year. Die Regierung unter George W. Bush wurde am 22. Januar diesen Jahres von Barack Obama ersetzt. Among the change that they have brought to us was increased war in Afghanistan, the continuation of war in an ever-deteriorating Iraq, attacks on Pakistan, sounding the war drums on Iran and North Korea, as well as saying nothing as to what's happened in Israel with Gaza this year, increased borrowing with the crazy notion that more debt will solve the debt problem, and a host of other insane propositions. Änderungen wurden auf den Tisch gelegt. Der Krieg in Afghanistan wurde verstärkt, der Krieg in den zusammengebrochenen Irak weitergeführt. Es gibt Angriffe auf Pakistan, die Kriegstrommeln gegen Iran und Nordkorea werden weitergeführt. Und es gibt eine noch größere Verschuldung mit der verrückten Idee, dass Mehrschulden das Schuldenproblem lösen werden. Recent news reports have also stated that we invaded Somalia again. Kürzlich wurde erst berichtet, dass wir erneut in Somalia eingefallen sind. His administration, together with the complicity of the Congress, have refused to prosecute those who brought us here and ruined our lives, which makes him a de facto accomplice to the crimes against humanity that are well known throughout the world. Seine Regierung und die der Kongress haben sich geweigert, diejenigen anzuklagen, die uns hierher gebracht und unser Leben ruiniert haben, was ihn de facto zu einem komplizierten der Kriegsverbrecher macht, die auf der ganzen Welt wohl bekannt ist. And they still have the nerve to ask NATO to supply more troops and aid to support these continuing wars of aggression. Und er hat den Nerv, die NATO um weitere Truppenunterstützung zu bitten, um die Angriffskriege fortzuführen. Up to this point, I applaud NATO's resistance to do so. However, only a complete withdrawal will show America that she cannot continue to bully others into submission. Ich applaudiere der NATO, sich hier zu weigern, auch wenn nur kompletten Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika zeigen wird, dass sie nicht andere zum Gehorsam zwingen können. The reality is clear. Change will only come when we, the people, make it happen. Die Realität ist klar, es wird Veränderung nur geben, wenn wir sie herbeiführen.